zwangvolle Plage, Mühe ohne Zweck. Cornel? Alles okay? Das beste Schwert, das je ich geschweißt, in der Riesenfäuste hielt er es fest. Nein, die Frage war, glaube ich, wie geht es dir? Axel, Dorian, ihr seid das ja. Hi, ja, also mir geht's sehr gut. Ich bin hier im Oberbergischen Land in der Einöde, wenn man so will, Quarantäne seit 4 Wochen. Und uns geht es sehr gut. Und wir hoffen, dass wir bald wieder loslegen können. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann begrüße ich Sie zu unserem dritten Teil unserer kleinen Ringplaudereien, die statt unseres Ringzyklus am Düsseldorfer Opernhaus jetzt auf diesem Wege stattfinden. Mein Name ist Axel Kober, ich bin Generalmusikdirektor und ich begrüße sehr herzlich wieder Spielleiter Dorian Dreher, der mit mir das Gespräch führen wird. Und wie Sie sicherlich schon erkannt haben, unseren Düsseldorfer Mime Cornel Frey. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Hallo, freut mich sehr. Ja, lieber Cornel, wir hatten jetzt schon einen sehr intensiven Einstieg in dieses Gespräch und was ich mir immer für eine Frage stelle in solchen Momenten ist, diese extremen Charaktere, wie ja der Mime auch einer ist, wie sehr nimmt man die als Darsteller mit nach Hause? Wie sehr identifiziert man sich mit so einem wirklich sehr, sehr überbordenden, auch zum Teil extrovertierten, zum Teil introvertierten Charakter, der so sehr viele Facetten ja in sich vereint? Wie nimmt man das mit nach Hause und wie kriegt man das dann am Abend nach einer Vorstellung aus den Kleidern wieder raus? Also aus den Kleidern raus kriege ich jede Partie schwer, den Mime natürlich besonders, das ist besonders schwierig, das ist allein wegen der Größe und der Dauer der Partie geschuldet. Und der Mime ist natürlich für einen Darsteller ein fantastischer Charakter, um damit umzugehen und sich in diese Rolle zu versenken. Also so vielschichtig und ich sag mal menschlich, obwohl er ja ein Zwerg ist, da hat man sehr viele Anknüpfungsmöglichkeiten und sehr viele Schichten, in denen man sich diesem Charakter nähern kann als Darsteller. Der Mime ist ja eine wahnsinnig anspruchsvolle Partie und eine sehr lange Partie auch. Er ist sehr viel auf der Bühne, gerade im ersten Akt, und hat so unglaublich viel Text und unglaublich komplizierte Rhythmen. Und das ist ja so, dass wenn man den Text aneinanderreiht, ist es wahrscheinlich auch nicht viel weniger als der Walküren-Wotan zum Beispiel. Das unterschätzt man immer sehr. Und du bist auf eine sehr besondere Art und Weise in die Premiere damals in Düsseldorf eingestiegen. Eigentlich solltest du erst ein halbes Jahr später die Premiere in Duisburg singen und dann wurde aber dein Kollege krank und du bist dann sehr kurzfristig da eingesprungen. Und ja, kannst du da uns mal kurz erzählen, wie diese Zeit für dich war mit dieser Partie? Ja, das war schon ein Ritt für mich tatsächlich. Also ich hatte natürlich angefangen, die Partie zu spielen, hatte noch große Leerstellen, besonders im ersten Aufzug, gerade so was das dritte Bild angeht, da hatte ich noch so ein bisschen einen Bogen drum gemacht und mir immer gesagt, ja, hast du noch ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr Zeit. Ne? Und dann kriegte ich einen Anruf von unserem Operndirektor Stephen Harrison, ob ich nicht am nächsten Tag zur Probebühne kommen könnte und diese eine Szene, diese Kurzduett-Szene mit Alberich im zweiten Akt probieren, weil der Kollege eben erkrankt sei und damit die Proben weiterlaufen könnten. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist irgendwie überschaubar, das kriege ich über Nacht auswendig gelernt und habe das auch so gemacht und bin am nächsten Tag angereist und dann haben wir diese Szene gestellt und dann ging es aber so weiter, dass wir quasi den ganzen zweiten Akt dann durchgestellt haben in dieser Art und Weise. Also ich habe das immer von der Hand in den Mund über Nacht quasi möglichst auswendig gelernt und dann auf der Szene haben wir das szenisch so gestellt. Und dann kam in diesen Tagen ein Anruf, morgen wäre eine Sitzprobe, erster Akt in Düsseldorf. Wie sieht's aus? Und da musste ich kurz schlucken und habe schon gesagt, erster Akt habe ich jetzt doch einen Monat nicht mehr angeschaut, aber ich gucke mal, was da noch so fehlt. Also,
dass ich ja mich erst mit dir, Axel, getroffen habe im Kursaal und wir das mal am Klavier durchgegangen sind, um zu gucken, ob ich mehr störe als nütze in dieser Situation. Nein, und es ist dann so gekommen, dass du... Wenn du halt rauskommst, dann bringe ich weiter. Ja. Und es ist dann so gekommen, dass du wirklich alle Proben übernommen hast und dann eine fulminante Premiere hingelegt hast. Dafür nochmal wirklich riesen Glückwunsch. Das war eine enorme Leistung, das damals so zu machen. Das war ein großes Glück, aber auch getragen vom ganzen Team. Das muss ich auch sagen. Alleine hätte ich es nicht geschafft. Also die Spielleiterin Ilaria Lanzino hat mich in heldenhafter Weise durch den bereits gestellten ersten Akt geprügelt. Und auch Wolfgang Wiechert, unser Studienleiter, hat mich manchmal mehrmals am Tag mit Coachings durch diese Partie getragen. Das ist, ohne das wäre es nicht gegangen. Natürlich, last but not least, du, Axel, der mir wirklich mit jedem Einsatz mich durch diese Premiere getragen hat. Wir sind jetzt schon sehr in medias res gegangen. Jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen zum Stück selbst zurück. Wir haben ja gesehen, der Anfang dieses ersten Aufzuges, da sehen wir den Mime alleine brütend in seiner Schmiede über einem großen Problem, was ihn sehr beschäftigt, nämlich brütend, nämlich wie kann dieses Schwert, von dem er nur die Stücken besitzt, wieder zusammengefügt werden. Mime hat einen Plan, er möchte, dass Siegfried für ihn Fafner tötet und ihm den Ring bringt, aber er weiß ein einziges Detail nicht, nämlich wie gelingt es ihm, diese Schwertstücke zusammenzufügen. Und in dieser Situation hat er auch ein weiteres Schwert für Siegfried gefertigt, nämlich ein Schwert, was Siegfried führen kann. Das macht er immer wieder und immer wieder kommt Siegfried und zerstört ihm diese Schwerter, die er für ihn hergestellt hat. Und das ist eine Sache, die ihn sehr mitnimmt und er ist immer wieder am Brüten. Und jetzt diesmal, an diesem Tag, denkt er hätte ein Schwert geschaffen, was den Ansprüchen und der Kraft von Siegfried standhält. Der Siegfried tritt dann kurz danach auf und wird mit einem sehr prägnanten Motiv, was wir hier an dieser Stelle zum ersten Mal in dieser Form hören, eingeführt. Das ist der jugendliche, ungestüme Siegfried, der in die Schmiede stürzt und dieser Rhythmus wird dann natürlich später das große Markenzeichen, der Hornruf und auch das Signalthema durch die nächsten beiden Stücke sein. Siegfried tritt dann auf die Bühne und schon im 6. Takt muss er bis zum hohen C. Das ist für einen Heldentenor ein sehr ungewöhnlicher und auch sehr anstrengender Einstieg gleich. Ja, der Othello ist ein Spaziergang, da geht es nämlich nur am Anfang zum hohen H. Also das ist nochmal sehr viel anspruchsvoller. Die Konkurrenz zwischen Wagner und Verdi wird sicherlich in unserem Podcast auch nochmal zur Sprache kommen. Und hier gibt es schon die Competition zwischen diesen beiden großen Partien in der Form, dass der Siegfried hier doch einen halben Ton höher einsteigen muss. Dieses Gespräch mit Siegfried verläuft allerdings aus Sicht von Mime höchst unerfreulich. In der ersten Situation wird sofort dieses angeblich so tolle Schwert zerhauen und ihm eigentlich fast auch um die Ohren geschlagen. Der Mime wird auch, je älter der Siegfried geworden ist, sehr mit der physischen Gewalt dieses sehr ungestümen Kindes immer wieder konfrontiert. Der leidet wirklich sehr stark unter diesem sehr, sehr kräftigen jungen Mann, der auch nicht weiß, wohin mit seiner Kraft. Er hat ja keine wirklich sinnvolle Beschäftigung, der rennt raus in den Wald, bringt mal Tiere nach Hause, aber er hat wirklich keine Perspektive in dem Sinne. Diese beiden Herren oder jungen Männer oder der etwas ältere und der junge Mann, die sitzen da den ganzen Tag zusammen. Man weiß eigentlich gar nicht, was die da treiben in dieser Männer-WG. Das ist ziemlich eine wirklich belastende Situation, fast diesem Lockout gleich, in dem wir jetzt alle gefangen sind. Mime und Siegfried kommen in eine Konversation, in der Siegfried zum ersten Mal eine wirklich sehr existenzielle Erkenntnis gewinnt und auch eine Frage stellt, nämlich er merkt, dass er dem Mime gar nicht ähnlich sieht. Er hat in der Natur beobachtet, das ist auch eine Gabe von Siegfried, dass er nicht sehr viel weiß, aber sehr viel schnell aufnimmt und beobachtet in der Natur, dass die Kinder der Tiere ihren Eltern gleichen. Und er hat in einem Bach sein eigenes Spiegelbild erblickt und gemerkt, dass er völlig anders aussieht als Mime. Und wie soll das dann gehen, dass er sein Vater ist? Und Mime will das abwiegeln und sagt, ich bin dein Vater und deine Mutter in einem, ich will nichts wissen. Aber Siegfried insistiert und stellt dann die Frage, wer sind seine Eltern? Und Mime versucht immer noch dieser Frage auszuweichen, aber er muss dann eingestehen, dass er nicht sein Vater ist, dass er einst eine Frau im Wald angetroffen hat, die ein Kind
im Schoße noch trug. Er hat ihr bei der Geburt geholfen und diese Frau ist bei der Geburt gestorben. Also Siegfried begegnen wir in einer höchst emotionalen Situation in diesem Moment. Er muss nämlich hören, dass seine Mutter gestorben ist und im nächsten Satz auch, dass sein Vater vor seiner Geburt schon erschlagen wurde. Also Siegfried merkt, dass er völlig elternlos ist und dass dieser Zwerg, bei dem er sein ganzes Leben gelebt hat, nicht sein Vater ist. Und dann möchte Siegfried aber diese Erzählung von Mime, dem er nicht wirklich glaubt, untermauert haben durch einen Beweis. Und Mime bringt ihm diese beiden Schwertesstücken herbei und zeigt, dass dieses Schwert Sieglinde ihm damals gegeben hatte und fügt noch ein wichtiges Detail hinzu, nämlich, dass sein Vater dieses Schwert einst im letzten Kampf getragen hat, bevor er erschlagen wurde. Und das begeistert den Siegfried in einer unfassbaren Form. Er möchte, dass dieses Schwert für ihn geschmiedet wird von Mime. Das ist endlich das rechte Schwert, was er braucht. Und dann möchte er Mime verlassen, raus in die Welt und nimmer mehr zurück zu ihm kehren. Und Mime wird wieder in ein anderes großes Problem gebracht, nämlich er weiß es nicht, wie dieses Schwert zu schmieden ist. Und er muss es aber natürlich mit Siegfried zusammenfügen, um diesen Plan Fafner den Ring abluchsen zu können, in die Tat umzusetzen. Und in dieser Situation, wo Mime zur alten Not jetzt noch die neue hat, tritt ein anderer Gast in diese Hütte, in diese Schmiedehütte in den Wald, nämlich der sogenannte Wanderer. Und der wird auch wiederum musikalisch sehr, sehr eindrücklich eingeführt. Der Wanderer hat eine Akkordfolge, die immer gespielt wird oder die immer ertönt, wenn er auftritt. Man merkt natürlich gleich an der Herrschaftlichkeit, dass es sich um Wotan handelt. Zum anderen ist das aber eine Sequenz, die ich jetzt einfach so weiterspielen könnte, immer weiter, immer tiefer werden, ohne Ziel. Wagner wandert durch die Tonarten, so wie der Wanderer durch die Welt wandert. Ja, und der Wanderer, der kommt sehr schnell zum Punkt. Er schlägt nämlich dem Mime eine Wissenswette unter dem Preis, dass der Unterlegene dem Sieger seinen Kopf darbringen müsse. Und der Mime möchte das natürlich nicht, weil er sich irgendwie unwohl fühlt mit diesem sehr, sehr seltsamen Fremdling. Und es kommt zu dieser Wissenswette, wo Mime dem Wanderer Fragen stellt, die der Wanderer alle beantworten kann. Und die ersten 2 Fragen des Wanderers wiederum kann der Mime auch beantworten. Die letzte nämlich, aber das Detail, was er nicht weiß, wie man dieses Schwert zusammenfügt, das kann er nicht beantworten. Und damit endet diese Wissenswette. Der Wanderer tötet jedoch Mime nicht, sondern sagt, das Haupt wird demjenigen verfallen, der nämlich die Eigenschaft besitzt, dieses Schwert zusammenzufügen, nämlich, dass er keine Furcht empfindet. Das war das Detail, was Mime nicht wusste. Und dem, der keine Furcht empfindet, dem lässt er dieses Haupt sozusagen verfallen. Das ist derjenige, der auch das Schwert schmieden kann. Und jetzt, lieber Cornel, ist etwas, was uns immer sehr interessiert in solchen Zusammenhängen. Das ist ja eine längere Szene, wo sehr viele emotionale Extremzustände bei der Figur des Mime zutage treten. Zunächst ist er sehr ängstlich, dann ist er wiederum sehr euphorisch, als er die ersten 2 Fragen des Wanderers beantworten kann. Und dann kommt diese Frage, die er nicht beantworten kann. Welche Anforderungen an einen Darsteller stellt diese Szene im Besonderen? Es braucht die ganze Bandbreite. Es fängt eben an mit dem Ängstlichsein, wenn dieser Fremde quasi in meine Kreise tritt, dann die Fragen, die Mime stellt, das sind ja Fragen, auf die er selber die Antwort weiß. Und das macht er natürlich menschlich nachvollziehbar, damit er überprüfen kann, ob der Fremde auch die Wahrheit sagt. Also er fragt ihn eben, das ist sein Fehler natürlich, er fragt ihn ja nicht etwas, was er eben nicht weiß, eben dieses eine, was er wissen muss, wer das Schwert schmieden kann. Und wenn Mime dann selber antworten muss, und das eigentlich ganz easy ist, die beiden ersten Fragen, dann wird er richtig euphorisch, dass das klappt. Ne? Und das haben wir mit Dietrich Hilsdorf sehr schön auch körperlich umgesetzt, also dass es wie ein kleiner Tanz da auf dieser Tonne auf der Vorbühne. Und umso größer ist dann natürlich der Zusammenbruch, wenn eben die dritte Frage kommt, auf die Mime keine Antwort hat, was wirklich die Frage ist, vor der er sich auch am meisten fürchtet, weil er es eben nicht weiß. Und das gibt halt auch szenisch bei uns dann einen richtigen körperlichen Zusammenbruch. Also der Wanderer packt den Mime am Kragen und reißt den richtig runter, dass der in eine liegende Position kommt auf dieser Tonne. Das ist
glaube ich, verbildlicht schön diesen emotionalen Zusammenbruch, den es eben auch darzustellen gilt in dieser Szene dann. Ja, der ganze erste Aufzug ist ja ein sehr kühner Wurf von Richard Wagner, weil er noch relativ lang ist, fast 85 Minuten und zwischen drei Figuren, drei männlichen Figuren stattfindet. Und als dieser Ring zum ersten Mal in Bayreuth geprobt wurde für die Festspiele 1876, da waren die Kinder von Richard Wagner, die alle noch unter 10 Jahren alt waren sehr begeistert über diesen Wurf und die waren so mitgenommen davon. Hingegen die Kenner im Publikum der Proben, die hatten Bedenken angemeldet, die sagten, das kann irgendwie nicht funktionieren, das ist zu langatmig, man kommt nicht richtig rein ins Geschehen. Axel, ich frage mich immer, wer hatte nun recht, die Kinder oder die Kenner? Ich bin ja immer geneigt, eher den Kindern in diesem Zusammenhang recht zu geben. Ja, also ich finde den ersten Akt einen unglaublichen Wurf. Er ist wahnsinnig schwierig, also technisch gesehen. Es sind sehr viele verschiedene Tempowechsel. Es ist sehr schnelles Tempo, was zu gehen ist, sowohl im Text als auch im Orchester. Es ist aber eigentlich eine unglaublich witzige Situation nach der nächsten. Also der Auftritt von Mime alleine, wie er versucht, das Schwert zu schmieden. Dann Siegfried dazu, wie Mime Angst hat vor ihm und sich vor ihm versteckt. Dann diese Wissenswette. Das ist ja unglaublich komisch. Es ist eigentlich ein sehr operettenhaftes Sujet. Und ich glaube auch, dass natürlich diese Themen des Helden in dieser Höhle, wenn er jetzt, was jetzt als nächstes in dem Akt passiert, anfängt, sein Schwert selbst zu schmieden, das sind natürlich Themen, die Kinder unglaublich ansprechen. Also ich kann das aus Erfahrung mit meinen 3 Jungs sagen, das war immer ein großes Thema, wenn Siegfried bei mir lief und das Schwert geschmiedet wurde und dann wurde versucht, das auf dem Plastikschwert, das Hämmern mitzumachen und so. Also das sind unglaublich engagierte Themen, die Kinder schon sehr ansprechen, aber ich finde, auch musikalisch zieht es sich wie in einem durch und es ist eben so eine ganz andere Tonsprache als der Schluss von Walküre, der ja doch sehr groß und sehr emotional ist und wir kommen in dieses kleinen Getue von Mime auch, der ganz im Kleinen ist und so sind die Themen auch und das ist sehr, sehr heikel umzusetzen, gerade auch im Zusammenspiel zwischen Bühne und Orchester, aber finde ich einfach sehr, sehr gelungen, weil es unglaublich witzig ist. Der Siegfried hat natürlich das große Problem, dass er das Schwert wirklich schmiedet. Also es ist auch komponiert, auch bei Mime, es sind viele Hämmerschläge in der Partitur notiert, die ganz exakt sein müssen, weil sie sonst auch das Zusammenspiel zwischen Orchester und Bühne gefährden, wenn das unrhythmisch ist. Und ich glaube, dass es für den Siegfried eine besondere Herausforderung ist, das zu tun. Aber vielleicht könnten wir da mal eine direkte Antwort von einem erfahrenen Sänger bekommen, der uns in Duisburg seine Siegfried-Premiere gesungen hat. Mal schauen, ob das klappt. Ja. Hallo. Hier ist Hallo. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du Zeit hast. Erste Frage natürlich, wie geht es dir? Wo bist du? Was machst du gerade? Ja, ich bin momentan in südwestlichen Teil von England, auf dem Land, wie das ein Siegfried gehört. Und es geht mir gut. Schön. Wir sind ja direkt eingestiegen in die Handlung und ich habe gerade von dem Schwert erzählt. Und vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, wie man das macht als Siegfried. Gleichzeitig hämmern, singen, dann noch diese Strophenlieder, wirklich den richtigen Text parat zu haben, was das für Herausforderungen sind. Ja, es ist schwierig, muss man sagen. Besonders beim Hämmern hört man sich selbst und das Orchester kaum, weil natürlich so ein Hammer auf Metall ist wesentlich lauter als alles andere, was man in der Nähe vom Ohr hat und natürlich dabei rhythmisch richtig hämmern zu können und den Text noch im Kopf zu behalten und einigermaßen auch die richtigen Töne zu treffen, wenn man nichts hört, ist natürlich eine Herausforderung. Und das ist vom Praktischen her, wenn man im Graben steht,
tatsächlich ein großes Problem, wenn der Siegfried unrhythmisch hämmert. Weil auch für die Orchestermusiker, man hört ja den Rhythmus und instinktiv will man natürlich auch immer zusammenspielen. Und wenn dann so ganz prägnante, unrhythmische Schläge von der Bühne kommen, dann wird es im Graben unglaublich schwierig. Aber das haben wir ja zum Glück ja gut hingekriegt, selbst beim Debüt. Wir haben ja auch schon besprochen, wie prägnant auch von Richard Wagner diese Beziehung zwischen Mime und seinem Stiefsohn gestaltet ist. Die beiden mögen sich ja jetzt nicht wirklich, sie gehen sich tierisch auf die Nerven. Sie können natürlich auch nicht wirklich ohne einander, weil der Mime braucht den Siegfried, der Siegfried braucht den Mime aber auch, weil er weiß gar nicht wohin, zu einem gewissen Grad. Wie schafft ihr das als Kollegen, trotzdem noch ein angenehmes Miteinander zu haben, obwohl ihr euch auf der Bühne so abgrundtief hasst? Gerade deswegen ist es wahrscheinlich leichter, weil wir uns gut verstehen. Oder, Conal? Absolut, ja. Sonst wäre es natürlich unangenehm, wenn man so viel kämpfen muss und es ist also natürlich nach jeder Probe oder nach jeder Vorstellung sind wir dann wieder Freunde. Ja. Das ist ja beruhigend. Das ist wirklich gut. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter im Stück. Es ist dann so, dass der Mime sein neu gewonnenes Wissen, dass eben nur der Furchtlose dieses Schwert schmieden kann, dem Siegfried mitteilt und es gleichzeitig an eine neue List knüpft. Nämlich er sagt, habe ich dir das Fürchten eigentlich nie beigebracht? Wenn ich dir das nicht beigebracht habe, kann ich dich unmöglich in die Welt entlassen. Und er macht den Siegfried auch relativ neugierig auf dieses Fürchten, dass es etwas ganz Wunderbares, Wundersames ist. Und in diesem Zusammenhang gewinnt dann auch der Siegfried die Lust, dass er aufgrund dieser Furchtlosigkeit jetzt dieses Schwert selbst zusammenfügt. Und er macht es nach allen Regeln, die es nicht gibt. Er macht es völlig verkehrt. Er zerraspelt diese Stücke in eine Masse. Er kocht diese Masse neu auf und gießt dieses Schwert neu. Also er macht wirklich auch einen furchtlosen Wurf, was sich dieser Künstler und dieser versierte Schmied Mime nie getraut hat. Er gießt dieses Schwert neu und gibt ihm den Namen auch neu. Den hatte nämlich Mime, den hatte Mime noch der Sieglinde abgelauscht. Und dann gibt es eine große Szene, wo Siegfried dieses Schwert wiederum Notung nennt und diese ursprüngliche Bestimmung dieses Schwertes damit zurückgewinnt. Und damit sind wir eigentlich dann auch schon am Ende des ersten Aufzuges. Der Mime aber gleichzeitig, das ist auch großartig geschrieben, während der Siegfried schmiedet, merkt, dass jetzt sozusagen die Stunde der Entscheidung gekommen ist und weiß, dass er den Siegfried töten muss, um selber diesen Ring erringen zu können. Und wir sehen den Siegfried schmieden und gleichzeitig den Mime etwas kochen und merken aber, der Mime kocht etwas, was dem Siegfried nicht gut bekommen wird, nämlich einen sehr giftigen Sudeltrank. Und dieses musikalisch sich aufpeitschende Duett ist so kühn und so genial komponiert, dass man dazu sicherlich noch ein paar Worte verlieren kann, lieber Axel, oder? Also wie hier sämtliche Rhythmen der Schmiedelieder zusammen mit den kleinteiligen Rhythmen von Mime zusammenkommen und beide machen ihr Ding und beide sind so erfolgreich in dem, was sie da gerade tun, weil ich nehme an, dass der Trank, den Mime da braut, auch äußerst giftig ist. Und das Schwert nimmt Formen an und beide sind voll in ihrem Element. Und Wagner verbindet diese Themen in einer unglaublichen Finesse, immer wieder Überblendungen, dann ist der mal wieder lauter, dann ist der andere mal wieder lauter, dann ist das Orchester natürlich in seiner vollen Kraft da am Ende mit dabei. Und da ist es toll, wenn man auf der Bühne wirklich zwei Tenöre hat, die letztlich auch wirklich gleichwertig, stimmlich gleichwertig sind. Oft wird Mime mit einem Charaktertenor besetzt, der in erster Linie auch deklamatorische Stärken hat oder weniger Linie, sage ich mal, weniger Lyrik in der Stimme hat. Aber am Schluss dieses Duettes braucht man zwei große Tenöre, die sich gegenseitig auch das Wasser reichen können. Und da bin ich immer sehr froh, wenn ich das mit euch beiden musizieren kann, weil das dann eben so auch gegeben ist. Gut, dann haben wir den ersten Akt abgehandelt und wir würden uns an dieser Stelle von dir, lieber Cornel, verabschieden, weil wir jetzt einige Themen behandeln, die den Siegfried betreffen. Es war ein großes Vergnügen für mich, mit dir
über diese Rolle plaudern zu können. Wir tun das ja auf den Proben immer, aber es kommen immer wieder neue Facetten hinzu. Auch in jedem Gespräch über dieses Werk denkt man immer wieder im gemeinsamen Ringen um Lösungen über neue Dinge nach. Das war mir ein großes Vergnügen. Danke dir, lieber Cornel. Ich danke. Bye, bye. Dankeschön. Tschüss. Alles Gute, bleib gesund. Mach ich. Tschüss. Im zweiten Aufzug kommen wir eigentlich gleich an eine Stelle, die der Siegfried jetzt gar nicht hören sollte, weil es eigentlich schon sein Schicksal in einer gewissen Weise zeigt, dass ihm noch blüht. Aber wir haben es jetzt als besonders reizvoll empfunden, diese Dinge hier auch in Gegenwart der Charaktere, die sie gar nicht wissen dürften, mal auszubreiten und auch einen Blick von außen darauf zu werfen. Nämlich dieses Vorspiel zum zweiten Aufzug schildert uns den Alberich, den wir jetzt lange Zeit im Ring nicht erlebt haben. In der Walküre ist er ja nicht drin. Wie er vor der Neidhöhle, das ist der Ort, wo Fafner den Ring und den Hort hütet und auch den Tarnhelm, wie er wartet, dass dieser Wurmesbürger kommt und auf eine Gelegenheit hofft, dass er in diesem Chaos und dieser Verwirrung sich wieder des Ringes bemächtigen kann. Und da kommt ein ganz, ganz prägnantes Motiv zum Einsatz, was wahnsinnig wichtig ist für den gesamten Ring des Nibelungen und was sehr, sehr häufig vorkommt, gerade immer, wenn jemand auch stirbt durch den Ring. Das ist das sogenannte Fluchmotiv. Und dieses Vorspiel zum zweiten Aufzug ist zersetzt vom Fluch, wirklich. Wie Alberich zersetzt ist vom Hass. So ist dieses Vorspiel zersetzt vom Fluch. Axel, wie schafft es Wagner hier, uns diesen Fluch immer wieder, diese mahnende Funktion des Fluches näher zu bringen? Also das ganze Vorspiel ist wahnsinnig düster. Wir sind wirklich im dunkelsten Teil des Waldes. Und er öffnet nur mit einem Tremolo von Bratschen. Celli und Paukenwirbel ist dabei. Und dann hört man quasi immer von den Kontrabässen, wie schwerfällig der Drache in seiner Höhle liegt. Und ich glaube, manchmal dreht er sich auch ein bisschen. Und so geht das weiter. Die tiefe Tuba spielt dieses Motiv. Und über diese Farbe kommt plötzlich dann von den Posaunen Wir kennen das schon aus Rheingold und Walküre natürlich. Das ist der Fluch, der auf dem Ring liegt, den Alberich ausgesprochen hat. Und er deutet seinem Träger Tod und letztendlich auch die Vorahnung, dass Siegfried das dann ereilen wird. Ja, da wäre jetzt meine Frage an dich, lieber Corby. Wie ist es, dass man irgendwie im Orchester das Publikum schon weiß, dass es dir früher oder später, wenn du diesen Ring an dich nimmst, an den Kragen gehen wird? Wie füllt man das als Darsteller aus? Weiß man das auch selbst schon, wenn man diesen Ring ergreift? Spielt man das irgendwie mit? Ja, ich meine, das hängt von der Inszenierung ab. In meinem Fall, beziehungsweise auch mit dem Hilsdorf war es so, dass wir das quasi mitgespielt haben, ohne dass wir selber als Figuren wussten, warum wir gerade den Ring greifen oder sonst was. Also das ist quasi, dass die Leitmotive von uns auskommen, sozusagen. Von unserer Aktion auf der Bühne. Ihr seid sozusagen die Auslöser für die Motive, die szenischen Auslöser für das Allwissende Orchester. Das ist wieder eine Ebene, die wir ja schon das letzte Mal so ein bisschen besprochen haben, dass es ein gegenseitiges Befruchten ist, der szenischen Aktion, der musikalischen Textur und auch der textlichen Textur, dass das alles auch unterschiedliche Ebenen sind, die sich mal in der unterschiedlichsten Reihenfolge auch gegeneinander bedingen und auslösen. Jetzt kommt eine Szene, die ist relativ unerfreulich wiederum für Alberich, nämlich der Wanderer tritt auf, den Alberich übrigens sofort als Wotan erkennt, anders als Mime, da dauert es etwas länger, das ist ein interessantes Thema, das werden wir auch noch behandeln an anderer Stelle. Und dieser Wanderer, der weckt, um diese Situation herbeizuführen, den Fafner auf und lässt Alberich mit seiner Furcht allein. Dann treten Siegfried und Mime auf. Mime versucht, den Siegfried richtig zu dieser Höhle hinzuschieben, aber der Siegfried, der reagiert zunehmend auch gestresst und genervt von Mime. Er möchte diesen Menschen oder diesen Zwerg, besser gesagt, endlich loswerden und jagt ihn weg. Und in diesem Eindruck, dass er jetzt nicht mehr da ist, da verändert sich für den Siegfried die Naturwahrnehmung. Es ist ein sehr fast romantischer Topos, dass durch die innere Stimmung die Wahrnehmung der Natur eine andere wird. Ich denke da nur an Werther von Goethe.
Aber hier wird durch diese Abwesenheit von Mimes diese Natur in Siegfried so schön, dass es eines der schönsten orchestralen Ereignisse auslöst im Ring, nämlich das sogenannte Waldweben. Das Waldweben ist eine unglaublich fein instrumentierte Musik. Die Holzbläser ahmen die Naturstimmen, ahmen die Vögel nach. Ich werde das jetzt nicht am Klavier darstellen, weil einfach die Farben sind gar nicht so richtig darzustellen. Ganz weiche Klänge. Und Corby, der Siegfried schlägt da ganz andere Töne an als im ersten Akt. Also im ersten Akt ist doch die Schmiedelieder ja sehr gewaltig und auch sehr kraftvoll zu singen. Und jetzt in dieser Szene sieht man die lyrische Seite von Siegfried, wenn er über seine Mutter nachdenkt, wenn er über die Natur sinniert und die Natur ihm näher kommt. Wie ist das auf der Bühne nach diesem Wechsel, das darzustellen? Ja, also für mich ist es quasi, als wenn man jetzt aus der Quarantäne rauskommt und endlich mal wieder ein bisschen Sonne kriegen kann und man hat dann automatisch eine andere Stimmung, nachdem der böse Onkel sozusagen weg ist. Es ist eine Herausforderung gesanglich, natürlich. Wenn man sich zu viel verausgabt hat im ersten Akt, kann es dann schwierig werden, um die lyrische Töne gut hinzukriegen. Für mich ist es eine sehr angenehme Teil vom Stück. Da kann ich auf meine Vergangenheit als Mozart-Tenor zurückkehren. Es ist weil danach geht es wieder sofort los, gesanglich mit dem Wurm und mit alles andere, was danach kommt. Es ist eine sehr angenehme, sehr ruhige, sehr relativ einfachen Teil vom Stück. Ja. Wenn ich da mal ganz kurz noch dazwischen mal aus dem Thema raus, ich glaube, du bist ja wirklich schon sehr, sehr lange an der Rheinoper. Wie viele Jahre bist du dem Haus verbunden? Glaube ich, die 17. Saison, die ich in Düsseldorf gesungen habe. Oder beziehungsweise 18. Weil ich habe ja 2003, schon Ende 2002, 2003 Saison Entführung Belmonte gesungen und bin jedes Jahr seitdem treu geblieben. Ja, und da möchte ich nur mal ganz kurz noch mal einhaken. Es ist wunderbar, wenn man einen Sänger wirklich auch über so lange Zeit in der Entwicklung begleiten kann. Wie du es gerade erwähnt hast, wirklich vom Mozart-Tenor jetzt bei den schwierigsten Helden angekommen. Das ist eine sehr langfristige Entwicklung und das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil unseres Hauses, dass wir eben auch den Sängern die Möglichkeit geben, in diese Partien hineinzuwachsen, was eigentlich nur im Ensembletheater so richtig möglich ist. Und deswegen ist es besonders erfreulich dann, wenn man auch mit den beiden Häusern in Düsseldorf und Duisburg ja immer 2 Probenphasen hat, wo man 2 unterschiedliche Besetzungen auch richtig mit viel Zeit einstudieren kann. Und deswegen ist es sehr schön, deine Entwicklung so mit zu begleiten und zu beobachten. Da bin ich auch sehr, dass ich diese Möglichkeit auch hatte über diesen ganzen Jahren. Das haben die meisten Sänger müssen da erstmal weggehen und einen Fachwechsel machen. Und ich bin sehr froh, dass ich in Düsseldorf-Duisburg diese Möglichkeit hatte. Ja, jetzt haben wir wiederum eine ganz interessante szenische Situation, nämlich der Siegfried hört in diesem Wald einen Vogel und er wünscht sich so sehr einen Gesellen, einen Freund und möchte mit diesem Vogel in eine Verbindung treten, indem er mit ihm kommuniziert. Er weiß aber, dass das mit Reden nicht funktioniert, weil die Vögel eine andere Sprache haben und versucht erst ein Rohr sich zu schnitzen und mit diesem Vogel zu kommunizieren. Aber das geht irgendwie schief, Axel, oder? Ja, er nimmt ein Schilfrohr und versucht darauf zu blasen und es entstehen ganz schreckliche Töne, sehr quietschige Töne. Und Wagner schreibt das quasi dem Englischhorn vor. Das Englischhorn ist wie die Oboe ein Instrument mit einem Doppelrohrblatt. Und wenn man nur auf dem Blatt, in das Blatt hineinbläst, kann man sehr schrille und
pfeifende Töne erzeugen, die sehr ähnlich sind zu dem, wenn man eben versucht, auf so einem Schilfrohr oder so einen Laut zu machen. Also ein Englischhornist steht auf der Bühne und wenn Siegfried diese Laute von sich gibt, macht er irgendwelche ganz gruseligen Geräusche auf seinem Rohr und der Vogel lacht eigentlich Siegfried nur aus und dann denkt er sich, naja, dann mache ich doch das, was ich musikalisch kann, ich nehme mein Horn. Und dann kommen wir zum sehr wichtigen Thema des Hornrufs. Und da möchte ich aber jetzt sehr gerne lieber mit einem Fachmann drüber sprechen, bevor ich Ihnen das alles erzähle. Und lade unseren Solohornisten, Herrn Uwe Schrumpf, ist Solohornist bei den Düsseldorfer Symphonikern, ein, hier an diesem Gespräch teilzunehmen. Hallo, Herr Schrumpf. Hallo. Wie geht es Ihnen? Wo sind Sie im Homeoffice? Wir sind mitten in Düsseldorf. Uns geht es eigentlich gut, auch wenn wir sehr ambivalente Gefühle zurzeit haben, weil meine Frau ist bei uns Soloklarinetistin. Die Kinder freuen sich wahnsinnig, das erste Ostern komplett mit beiden Eltern mal erleben zu dürfen, mal keinen Dienst zu haben. Und wir sind natürlich so trotzdem ein bisschen traurig, weil so nach dieser langen Arbeit freut man sich immer wieder über einen Ringdurchlauf. Also wir haben ja 2 Jahre zusammen geprobt und wenn dann so ein Ringdurchlauf kommt und der wegfällt, ist das immer schmerzlich für uns. Ja, das kann ich gut verstehen, das geht mir ganz genauso, weil gerade der Ring in einer Woche ist immer ein ganz besonderes Erlebnis, weil die Dramaturgie dann einfach ganz natürlich mitläuft. Herr Schrumpf, jetzt normalerweise, wenn Sie heute Abend den Siegfried-Ruf spielen würden Sie wahrscheinlich jetzt nicht so ganz entspannt in Ihrem Wohnzimmer sitzen. Das ist eine große Herausforderung. Wie sieht das dann bei Ihnen aus und wie ist das da auf der Bühne zu stehen? Ich würde wahrscheinlich den ganzen Tag vollkommen aufgeregt durch die Gegend laufen. Ich würde versuchen zu schlafen, etwas zu üben, zu meditieren und meiner Familie aus dem Weg zu gehen, weil die hätten, glaube ich, keinen Spaß heute mit mir. Was ist das Schwierige am Hornruf und wie ist für Sie die Situation dann auf der Bühne direkt? Das Besondere am Hornruf, das muss man mal wirklich, also dieses Stück muss man wirklich so im Konsens sehen. Man muss aber denken, was vorher für Horn geschrieben wurde. Vorher gab es ja nur diese Beethoven, Haydn, Sinfonien, Brahms, Tschaikowski, Mahler, kam alles viel, viel später. Und Wagner hatte ja damals mit Franz Strauß, dem Vater von Richard Strauss, zusammen diesen Hornruf komponiert. Und dieser Hornruf ist so schwierig, dass er bis jetzt immer noch die Messlatte für jeden Solohornisten ist. Also sowohl im Studium als auch beim Probespiel. Beim Probespiel bekommt man nur mit einem guten Ruf die Stelle, also mit dem guten Siegfriedsruf. Das ist quasi bei einem Probespiel für den Solohornisten die letzte Orchesterstelle, die vorgelegt wird. Daran wird alles gemessen. Weil das Problem ist, dass in dieser kurzen Stelle, diese 2 Minuten, da ist alles drin, was auf dem Horn schwierig ist. Und es darf überhaupt nicht schwierig klingen. Also das fängt an, dass wirklich Technik das bis an die Grenze geht, dass es Passagen gibt, wo man weit in den Apnoe-Bereich spielen muss. Also man hat gar keine Luft mehr, muss aber trotzdem schneller und lauter werden und es darf keiner merken. Zum Schluss der letzte hohe Ton, der ist wirklich ein Ton, der relativ selten auf dem Horn im Orchester vorkommt und der muss dann auch noch so laut sein, dass man das vor der Bühne hört. Und alles bewegt sich in diesem Bereich auf dem Horn, wo man verändert die Töne ja auf dem Horn nicht mit dem Ventil, sondern mit der Lippe, indem man die Obertöne überbläst. Und fast alles ist in dem Bereich, wo die Töne in Sekundabständen sind. Also das heißt, die Gefahr eines Kiekses ist extrem groß. Und in dieser technischen Schwierigkeit kommt ja auch noch die besondere Bühnensituation hinzu, nämlich Sie synchronisieren ja den Siegfried sozusagen, der ja auf der Bühne vorgibt, das Horn zu blasen und Sie sind sozusagen derjenige, der das ausführt. Das ist wie in einem Film, wo man den Darsteller synchronisiert. Natürlich kann ein Siegfried-Darsteller nicht gleichzeitig so virtuos das Horn spielen wie ein Hornist. Darum ist diese Lösung notwendig. Erklären Sie uns doch mal bitte, wie schafft man es dann mit dem Sänger in Kontakt zu treten, dass das organisch wird? Also das Schwierigste ist fast an dem Stück wirklich an dieser Stelle die Situation, woran niemand im Studium darauf vorbereitet hat. Man muss sich mal vorstellen, hinter der Bühne passiert doch relativ viel. Also das weiß man gar nicht als Publikum. Man steht da in dieser Seitengasse und man hört immer wieder Inspizient irgendwas sagt. Hinter einem sitzt der Pfaffner schon aufgeregt vor seinem Auftritt. Irgendein Bühnenarbeiter läuft immer vorbei. Neben einem sitzt meistens der Feuerwehrmann, der sich dann die Ohren zuhält. Und wenn es ganz schlimm wird, geht er auch noch weg und den Kopf schüttelt. Und vor einem ist dann der Siegfried, der dann quasi durch
großes Einatmen, das Gute ist ja, auf der Bühne muss ja alles sehr übertrieben werden, einem zeigt, wann es losgeht. Was natürlich auch eine Schwierigkeit ist, weil man gerade in dem Moment, wo er einatmet, meistens ausgeatmet hat oder gerade auch eingeatmet hat und dann weiß man, ich schaffe es nochmal auszuatmen, nochmal einzuatmen und dann ist man so hin und her gerissen, wann fange ich an, und das ist auch eine Riesenschwierigkeit. Aber wir haben immer das Glück gehabt hier, dass die Tenöre wirklich sehr sensibel auf uns eingegangen sind und uns das so vorbereitet haben, dass es eigentlich nie ein Problem war, muss man wirklich sagen. Da ist immer sehr kollegial mit uns umgegangen worden. Lieber Corby, wie ist es denn eigentlich? Leidet man mit dem Hornisten mit an der Stelle? Ja, natürlich. Ja, also man versucht dann auch natürlich in Absprache in den Proben rauszufinden, wann man etwas mehr Zeit braucht, wann man weniger Zeit haben will zwischen den Phrasen und so weiter. Und es gibt einen gewissen Spielraum, was das Schauspiel angeht, dass man dann einsetzt und vielleicht noch eine halbe Sekunde warten kann, sodass das Publikum das alles nicht merkt. Also natürlich will man so weit wie möglich das leicht zu machen für den Hornist, dass es gut geht. Herr Schrumpf, Sie spielen als Hornist nicht nur das Horn, sondern auch im Ring die Wagner-Tube. Das ist ja ein Instrument, das habe ich in den letzten beiden Folgen schon erwähnt, was Wagner extra für den Ring quasi kreiert hat, was ganz besondere Klangfarben hat. Vielleicht können Sie die uns noch kurz beschreiben und vor allem interessiert das Publikum bestimmt, wie ist der spielerische Wechsel? Also was ist der Unterschied zwischen einem Horn und einer Wagner-Tube für den Spieler und wie schaffen Sie das so schnell hin und her zu wechseln? Also das Besondere an der Wagner-Tube ist ja, wie der Name schon sagt, dass es Wagner entwickelt hat. Der Klang des Blechs war ihm wahnsinnig wichtig. Bis dahin war es ja so, die Hörner waren separat und auf der anderen Seite waren das schwere Blech, Trompeten, Posaunen, Tuba. Und er wollte diese Lücke füllen zwischen den Hörnern, also dieser Mittellage, und der Tuba, Basstuba und Kontrabasstuba. Und aber auch klanglich zwischen Posaunen und Hörner. Diese Lücke hat er dann mit der Wagner-Tube gefüllt. Er hatte ungefähr 20 Jahre lang mit verschiedenen Instrumentenbauern rumgetüftelt, mit Sax, mit verschiedenen Instrumentenbauern in München. 20 Jahre hat die Entwicklung gedauert. Es ist im Endeffekt so eine Kombination aus damaligen Blechblasinstrumenten geworden, die es mittlerweile kaum noch gibt, nur in den englischen Brassbands. Das ist dieses Cornon, also das Chronophon und das Saxhorn. Das Besondere ist, es hat ein Hornmundstück, aber das Instrument hat einen konischeren Verlauf als ein normales Horn. Und dieses Verhältnis stimmt nicht. Das hat Wagner und der Instrumentenbau sich auch nie überlegt. Es gibt einen besonderen Klang. Der Klang ist viel, viel weicher als beim Horn. Man kann sehr düster spielen. Es schmettert nicht so stark. Es ist ein ganz besonderer Klang. Aber es hat einen Nachteil. Es stimmt unglaublich schlecht. Es stimmt unglaublich schlecht und die Töne zu treffen ist eher Zufall. Und das heißt also, dass man wirklich sich immer wieder damit neu beschäftigen muss. Man muss sich als Tubengruppe immer wieder zusammensetzen, die Akkorde ausstimmen und immer wieder neu suchen und sich neu finden. Und das ist wirklich ein langer Weg. Und wir haben, denke ich mal, eine sehr gut eingespielte Wagner-Tubengruppe. Und wir achten auch immer sehr darauf, dass wir nicht allzu viel wechseln, weil es ist immer unglaublich viel Arbeit, ein vernünftiges Endergebnis zu erreichen. Es ist jedes Mal, wenn ich am Abend der Vorstellung in den Graben komme, so eine Stunde vorher, sitzt meistens schon der ganze Tubensatz da und intoniert die schwierigen Stellen aus. Und Herr Schrumpf, Sie haben in Düsseldorf natürlich bei den Düsseldorfer Symphonikern beides gespielt, aber auch bei der Duisburger Einstudierung, bei den Duisburger Philharmonikern dann an der Wagner-Tube mit dem Tubensatz dabei gewesen. Also wir haben sehr, sehr viel Ringerfahrung, sehr viel gemeinsame. Sie waren auch dabei, wie wir das letztes Jahr in Duisburg dann konzertant in der Mercator-Halle gespielt haben. War das ein Unterschied oder was ist der Unterschied, wenn man das vom Graben auf die Bühne bringt? Also es ist ein Riesenunterschied. Es ist natürlich so, man ist auf einmal viel, viel wichtiger. Es ist so, man muss die ganze Zeit sehr ordentlich da sitzen, was im Graben manchmal sehr angenehm ist, wenn man sich mal zurücklegen kann. Das kann man sich nämlich auch nicht vorstellen. 5 Stunden gerade auf der Bühne zu sitzen und nicht einzuschlafen, ist wirklich manchmal schwierig, weil man an der Tube manchmal wirklich 20 Minuten, 30 Minuten gar nichts zu tun hat. Was aber sehr, sehr schön ist, dass man alles sehr detailliert hört, dass man noch konzentrierter spielen muss, dass das Zusammenspiel viel einfacher war.
dass man den Klang viel, viel besser mitbekommen hat. Und das war schon trotzdem für uns ein wunderbares Erlebnis, muss ich sagen. Also auch diese Arbeit über 2 Jahre. Ja, wir haben über 2 Jahre haben wir ja quasi den Ring gemacht in Duisburg und Düsseldorf und das ging eigentlich nahtlos immer ineinander über. Also ich hatte damals den Eindruck, ich habe nur Ring gespielt. Also das war wirklich, aber man ist dann unglaublich gut in dem Stück drin und obwohl ich es schon unglaublich oft gespielt habe, also in verschiedenen Orchestern, entdeckt man immer wieder neue Sachen. Man findet neue Stellen, die man doch mag, die man vorher noch nicht so mochte und es war eine wahnsinnig schöne Zeit und es war eigentlich im Endeffekt traurig, als es vorbei war. Ja, auch den Siegfried, liebes Publikum, wird bald online verfügbar sein im Stream und zum Downloaden von dieser konzertanten Aufführung aus Duisburg. Rheingold gibt es ja schon die CD und die Walküre, wie gesagt, wird auch in den nächsten Wochen online gehen. Ja, dann Herr Schrumpf und Corby, bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie sich beteiligt haben an unserem Gespräch. Ich wünsche alles Gute und bleiben Sie gesund. Corby, Grüße nach England und ich hoffe, dass wir uns sehr, sehr bald im Graben und auf der Bühne dann wirklich wiedersehen. Wünschen wir alle. Alles Gute, bleibt gesund. Tschüss. Ebenso. Ja, wir haben jetzt eigentlich gestoppt ja mit dem Hornruf. Es wird jetzt eine sehr wichtige Szene für das weitere Fortlaufen dieses Ringes folgen, nämlich der Kampf von Siegfried gegen Fafner, den Drachen. Und Siegfried wird diesen Kampf bestehen. Er tötet Fafner und hat noch eine kurze Konversation mit ihm, bevor er stirbt. Und Siegfried, merkt man an, ist kein geübter Mörder. Er ist kein Sadist. Er ist irgendwie doch betroffen, weil er hat, glaube ich, zum ersten Mal ein Wesen umgebracht, was mit ihm kommunizieren kann. Und das merkt man ihm an. Daraufhin gibt es noch eine sehr kurze, sehr komische Situation, dass der Siegfried in diese Höhle geht. Gleichzeitig kommen Mime und Alberich, die um sich gegenseitig belauern, raus und werden wieder zur Seite in alle Richtungen versprengt, als der Siegfried wieder zurückkommt. Aber eine wichtige Sache ist, Siegfried hat das Blut dieses Drachen etwas geleckt und er ist damit in Berührung gekommen und hat jetzt eine Fähigkeit, die es ihm erlaubt, den Waldvogel, der früher für ihn unverständlich war, zu verstehen. Und dieser Waldvogel weist ihn darauf hin, dass in der Höhle der Hort und der Ring und der Tarnhelm zu finden sind. Siegfried geht rein, holt den Tarnhelm und den Ring heraus. Dann trifft er auf Mime und der Vogel wiederum instruiert ihn, dass der Mime jetzt sozusagen für ihn wirklich verständlich ist, nämlich das, was er denkt, ihm offenbart. Und Siegfried wird gewahr, dass der Mime ihn gerne töten möchte. Und in einer wirklich auch sehr fast schon unfallartigen Situation wehrt sich Siegfried gegen Mime und tötet ihn. Daraufhin ist auch Siegfried auch wiederum sehr betroffen. Er ist zornig auf den Mime, aber er ist auch etwas traurig, dass er ihn jetzt irgendwie seinen einzelnen Gesellen töten musste. Und unter der Linde, dieser Linde, die dort steht in diesem Wald, erhofft er sich Kühle. Und hier kommen wir an eine für das Stück sehr wichtige Stelle, nämlich, lieber Axel, Richard Wagner hat hier die Komposition des Siegfrieds unterbrochen. Ja, also er hat, ich glaube, 12,5 Jahre oder so nach dem zweiten Akt oder eben an dieser Stelle dann abgebrochen, hat zwischendurch so kleine Gelegenheitswerke wie Meistersinger und Tristan eingeschoben und man hört es aber deutlich, diese lange Spanne, weil wenn der dritte Akt beginnt, ist das gleich von Anfang an eine ganz andere Musiksprache. Es ist viel komplizierter in der Harmonik, es ist viel chromatischer, die Orchestration ist größer und man hat auch den Eindruck, dass er dann schon wirklich den Bayreuther Orchesterklang in seiner Vision irgendwie auch im Ohr hatte. Also die Orchestrierung wird sehr viel flächiger, was in Bayreuth ja fantastisch ist, wenn Bläser wirklich die Akkorde durchhalten, dann hört man die Streicher immer noch. Das verändert sich sehr zum dritten Akt. Und es beginnt gleich mit dem Vorspiel, was für mich eins der größten musikalischen Momente auch im Ring ist. Wotan, der Wanderer, reitet durch die Welt. Und das ist so große Musik. Also man hört auf der einen Seite natürlich, wenn er reitet, den Walkürenrhythmus, den Rhythmus des Pferdes und dazu
stellt sich vor, wie er auf seinem Luftross daherreitet und quasi eine Schneise in einen Wald schlägt zum Beispiel. So stelle ich mir das immer vor, wenn er da durchreitet, dann ist 5 Meter daneben die Bäume umgeknickt durch diese Naturgewalt. Man hört dann im Fortissimo, im Blechsatz wieder die Wanderer-Akkordfolge, die dann in einem unglaublichen W-Motiv dann endet, sodass man da auch weiß, er ist auf dieser Reise zu Erda, er ist überzeugt, dass jetzt alles gut wird. Er ist so arrogant eigentlich in dem Moment, weil ihm kann nichts mehr in die Quere kommen. Und letztlich 10 Minuten später ist eigentlich dann alles vorbei. Das ist schon ganz, ganz große Musik. Ja, die Szene mit Erda ist unglaublich vielschichtig. Wir haben uns jetzt aber entschieden, weil wir so tolle Fragen zu dieser Szene bekommen haben, dass wir die hier eigentlich überspringen. Da könnte man viel mehr dazu sagen, aber in der Folge mit den Fragen werden wir die etwas dezidierter behandeln. Nochmal diese Szene. Der Waldvogel hatte dann in einer dritten Ansprache an den Siegfried ihm ja gesagt, dass er auf einem Felsen, der von Feuer umrabert ist, eine Frau finden wird. Und der Siegfried macht sich auf die Reise. Der Wanderer jedoch stellt sich ihm in den Weg und es kommt zur Konfrontation zwischen Enkel und Großvater. Das weiß der Siegfried natürlich nicht, dass es sein Großvater ist. Und diese sehr, sehr wichtige, im Ring wirklich unheimlich bedeutsame Situation, dass Wotans Speer zerschlagen wird, findet sehr lapidar statt. Es ist ein sinnloser Streit, den die beiden miteinander anfangen. Und Siegfried, ohne wirklich zu wissen, was er da tut, zerhaut diesen Speer und macht Wotan machtlos. Das ist eine sehr, sehr große Konsequenz, das werden wir in der Götterdämmerung noch sehen, die aus diesem Ereignis resultiert. Aber Siegfried nimmt das gar nicht wahr, jagt durch das Feuer hoch auf den Felsen zu Brünnhilde und erweckt die schlafende Maid. Die Brünnhilde erwacht und sie hat eine sehr ambivalente Stimmung, als sie erwacht. Sie ist nämlich zum einen natürlich begeistert, dass der Siegfried sie erweckt, aber der Siegfried wird sehr stürmisch und möchte sich ihr nähern, möchte auch sich mit ihr in wirklich ausufernder Liebe vereinigen, und die Brünnhilde realisiert, dass sie damit ihre Göttlichkeit verlieren wird. Und es gibt eine sehr, sehr musikalisch einprägsame, beinahe schon wirklich, wirklich unsagbar populäre Stelle auch, die nämlich auch in Wagners vielleicht populärstes Orchesterwerk, nämlich das sogenannte Siegfried-Idyll, dominiert. Dieser musikalische Einfall, der wird von Richard Wagner hier an einer Stelle gebracht, wo Brünnhilde von Siegfried verlangt, sie in ihrer Göttlichkeit zu belassen. Lieber Axel, wie musiziert man ein so populäres Werk in einem dramatischen Kontext wie diesem? Wie kommt man zu dieser Stelle? Wie führt uns das Orchester dahin? Also interessanterweise versteht man die Musik also eigentlich erst wirklich, wenn man das Ganze, also wenn sie auch an der Originalstelle im Siegfried kommt, dann bekommt sie nämlich noch mehr Zärtlichkeit, noch mehr Intimität, als wenn man das Stück als Siegfried-Idyll einfach separat aufführt. Es ist einfach in E-Dur, Streicherklang, alles pianissimo. Das kennen Sie, glaube ich, alle. Es ist eine wahnsinnig schöne Musik. Und er geht dann mit dem Brünnhilde-Einsatz nach diesem E-Dur auf ewig war ich, dann in E-Moll weiter. Das ist eine unglaublich intime Stelle und sehr anrührend, wenn Brünnhilde realisiert, was die Liebe zu Siegfried letztendlich mit ihr machen wird. Aber diese Konsequenz, die trägt sie auch, und sie steigert sich mit Siegfried zusammen immer mehr in einen ekstatischen Rausch hinein. Und die Brünnhilde ist auch so weitsichtig, auch hier ist die Verwandtschaft mit Erda wahrscheinlich entscheidend, dass sie realisiert, dass in der Vereinigung zwischen ihr und Siegfried das Ende der Götterwelt bevorstehen wird, dass es auch ein Auslöser dafür sein kann. Und während Siegfried sich freut über Brünnhildes Erwachen, sagt die Brünnhilde auch schon, dass Walhalls leuchtende Welt dahinfahren wird und das Geschlecht der Götter in Wonne untergehen kann. Also diese beiden Facetten werden von Brünnhilde auch damit ins Spiel hineingebracht, und die beiden enden, indem sie die leuchtende Liebe und den lachenden Tod, also die beiden Antipoden von Eros und Thanatos, besingen und in einem wirklichen Taumel miteinander sich dann vereinigen. Und das ist der Schluss des zweiten Abends oder des zweiten Tages des Bühnenbeispiels Siegfried. Wir enden dann in einem rauschenden Fest
von C-Dur. Ja? Und das ist ein unglaublicher Bogen, der gespannt wird von der Düsterheit des Beginns, die düstere Schmiede am Anfang, dann zu diesem großartigen Finale in C-Dur. Der Siegfried wird oft im Zyklus ein bisschen stiefmütterlich behandelt, sage ich mal, in der Akzeptanz beim Publikum. Es wirkt sperrig manchmal, aber ich finde, dass gerade dieser Bogen und wenn man auf die Kleinigkeiten achtet und diese Komik im ersten Akt, dann die Entwicklung dieses Helden, der bei uns allen, ja, Siegfried, doch eine ganz große Geschichte hat in unserer Kultur, wie er diese Entwicklung zeigt im zweiten Akt, finde ich es nicht zu Unrecht, dass der Siegfried oft als Scherzo des Rings, als leichtester Teil eigentlich, als kleines Zwischenatmen betrachtet wird, weil die Musiksprache, die ersten zwei Akte auf jeden Fall eben diese Leichtigkeit darstellt und so einen unglaublichen Einzelpunkt in diesem ganzen Ringzyklus darstellt. Deswegen ist für mich der Siegfried immer ein Riesenerlebnis, weil er sehr, sehr einzigartig ist. Und ich hoffe sehr, dass wir mit dieser Folge Ihnen das Stück ein bisschen näher bringen konnten. Ja, und für die Zukunft, liebes Publikum, man darf lachen bei Richard Wagner. Man darf im Siegfried lachen. Da darf keine Scheu bestehen. Es ist ein auch heiteres Werk. Es hat Schwere, aber es hat auch Heiterkeit. Genau. Und so verabschieden wir uns für heute, wünschen Ihnen eine schöne Osternacht und sehen uns hoffentlich dann am Montag zu unserer vorletzten Folge. Wir machen ja dann noch eine letzte Folge, wo wir auf Ihre Fragen eingehen können, die Sie uns natürlich jetzt auch gerne wieder in den sozialen Netzwerken oder per E-Mail zukommen lassen können. Ich bedanke mich bei all unseren sehr, sehr interessanten Gästen heute. Dorian, vielen Dank dir für das schöne Gespräch. Dankeschön. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Alles Gute. Herzliche Grüße hinaus in die Welt.